Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Video. Diesmal über Update 15. Wir haben es lange erwartet, jetzt ist es endlich da. Heute haben wir wieder einen Gast dabei. Christoph wollte heute leider nicht, ist aber wahrscheinlich nächstes Mal wieder dabei. Und zwar haben wir dabei. Ja, mich, Kevin von German Engineers. Ja, also es ist mit Update 15 ein neuer Warframe dazugekommen, namens Limbo. Er ist der Meister vom Void. Und ja, man kann die Teile bekommen, wenn man halt die Quest spielt, Limbo Theorem. Und er hat einen alternativen Helm. Der nennt sich, Moment, Aristeas. Und ja, seine erste Fähigkeit ist das Verbannen. Ähm, Da kann er Ziele in Swift versetzen und unter anderem natürlich auch, was heißt natürlich, er kann jedenfalls auch Verbündete in Swift versetzen und natürlich auch Gegner. Und ähm, wenn die Gegner halt im Rift sind, ja, Moment. ähm, Für das Ziel, welches ins Rift verbannt wird, in die Rift-Ebene, ist es ähnlich. Also hat es eigentlich denselben Effekt, wie wenn Limbo mit seiner zweiten Fähigkeit Riftlauf in die Rift-Ebene übergeht. Das heißt, sie können nicht angegriffen werden. Wobei, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob verbannte Gegner. Naja, normalerweise alles, was in der Rift-Ebene ist, kann keinen Schaden verursachen, bekommt aber auch keinen Schaden. Man kann ja. aber verbannte Gegner, während man im Riftlauf ist, angreifen und ganz normal Schaden verursachen. Man kann es normalerweise nicht auf Bosse einsetzen, außer Sanuka. Bei dem geht's. Und vielleicht kann man das auf Cryopods einsetzen, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ach genau, die Fähigkeit kostet 25 Energie. Ja, das war's so ziemlich mit der ersten Fähigkeit. Seine zweite Fähigkeit ist Riftlauf. Geht's Limbo selbst in die Rift-Ebene. Das heißt, er kann keine Schaden verursachen, aber auch keiner leiden. Ähm, Außer von halt Gegnern in der Rift-Ebene, die kann er natürlich auch angreifen. Das ist quasi so eine abgeschottete Dimension, wenn man so will. Ähm, Da während er im Riftlauf ist, kann er Verbündete wiederbeleben, also schon ziemlich nützlich. Und auch Terminus hacken. Es kostet 15 Energie. Und seine dritte Fähigkeit ist die Riftwoge. Da verursacht er mehr Schaden an den Gegnern, die in der Rift-Ebene drin sind. Und ja, genau, es kostet halt 50 Energie. Seine vierte Fähigkeit ist der Kataklysmus. Das ist eine schrumpfende Kugel, die halt bei der Aktivierung Schaden macht und während sie halt, wenn sie halt zusammenbricht, auch nochmal Schaden macht. Und ja, das Ding kostet 100 Energie. Ich bin mir nicht sicher, ob du es gesagt hast, auf jeden Fall Gegner, die in diesem Kataklysmus stehen, werden auch in die Rift-Ebene verbannt. Gut, dann kam Arcwing raus. Das war so ziemlich das. Ja, Update 15 ist ja auch danach benannt. Hat eigentlich jeder erwartet, jeder drauf gehofft, einfach weil Arcwing derbe geil ist. Ich habe das jetzt auch mal so ein bisschen gespielt, jetzt aber noch nicht wirklich gesuchtet. Für die noch nicht wissen, was Arcwing ist, das sind sozusagen mechanische Flügel, beziehungsweise halt Flügel, mit denen man durchs Weltall fliegt. Das ist eigentlich nicht sonderlich viel anders, wie mit einem Raumschiff durchs Weltall fliegen. Es macht richtig viel Spaß, ist fast-paced und es gibt verschiedene Missionen, also 4 müssten es sein, und zwar 2 Corpus und 2 Grenier. Da muss ich jetzt kurz mal schauen. Genau, im Weltraum ist Auslöschung und Abfangen.
Und dann gibt es auch noch sowas, das fliegt nur durch schmale Gänge. Das nennt sich dann Trench Run, glaube ich, auf Englisch. Und das ist dann Auslöschung und Sabotage. Wobei das momentan noch relativ verbuggt ist. Man findet sich auf den Maps nur sehr schlecht zurecht. Und die Karte ist da auch nicht sonderlich gut dafür geeignet. Ich denke aber, das wird sich im Laufe der Zeit noch verbessern. Dann sind jetzt nicht wie erwartet 3, sondern erst 2 Arkwings rausgekommen. Und zwar der Odonata. Der ist eigentlich recht ausbalanciert. Das heißt, hat defensive und offensive Fähigkeiten. Verursacht also nicht so viel Schaden. Und dann noch der Elytron, der Demolition Arkwing. Der ist komplett auf Schaden und Zerstörung basiert. Dann kamen mit dem Arkwing natürlich auch Waffen für den Arkwing raus. Und zwar wären das Veritux. Das ist einfach ein gigantisches Schwert. Erinnert ein bisschen ans Buster Sword. Ja, dann außerdem die Honorix. Das ist eine Axt. Mit Laserklingen sozusagen. Und Habi. Dann was auch immer, Imperator. Das ist ein Maschinengewehr. Sozusagen Minigun. Ja. Dann die Corvas. Das ist ein Raketenwerfer. Das waren dann auch die Waffen. Dann gibt es natürlich für den Arkwing auch neue Mods. Eben Schaden für Gewehr, Schaden für Nahkampf und so weiter. Was zum Arkwing noch zu sagen gibt, es bietet sich eigentlich an, einen Tank wie zum Beispiel Rhino zu spielen, weil eben Rüstung, Rüstung, Leben und Schild und so weiter vom Warframe übernommen wird, wenn man den als Arkwing ausgerüstet hat. Und ja, dann kamen natürlich auch neue Arkwing-Gegner raus. Wäre auch langweilig, wenn man allein durchs Weltall fliegen würde. Und zwar sind da, also manche von den Verlangsamen, die haben dann einen Traktorstrahl. Muss man eben aufpassen, dass man nicht irgendwo Falsches ist, weil sonst kann man da ganz schön Schaden kassieren. Andere setzen Gegner ab, das heißt, es sind dann sozusagen Träger. Wo war ich? Andere haben ein Schild vorne dran, das heißt, man kann denen nur von hinten viel Schaden machen, von vorne ist der Schaden eher gering. Und dann gibt es auch zum Beispiel noch Corpus mit Jetpack, die dann teilweise eine Penta dabei haben. Das heißt, da ist wirklich eine ganze Ladung dazugekommen. Und das sind jetzt auch zu viele, um die alle genau aufzulisten. Ja, es ist dann mit dem Update, es sind dann auch noch Syndikate dazu gekommen. Wenn man da quasi ich nenne es mal beitritt, schaltet man ja ein Ziel frei. Ist dann so das eine hier, was Art, ich hier habe, ist Red Whale. ja, dem bin ich auch beigetreten. Und wenn man einem beitritt, hat man bestimmte Vorteile im Spiel. Und ja, natürlich im Spiel, wo sonst. Und man kann sich, also man hat Ansehen bei diesen Syndikaten und kann sich damit auch ein bisschen was kaufen. Und die Syndikate sind untereinander auch noch verfeindet bzw. verbündet, wodurch halt, ja, wenn du halt bei einem beigetreten bist, dem anderen eher verfeindet bist, während du vielleicht anderen auch verbündet bist. Und ja, davon gibt's 6 Stück. Ja, das war's eigentlich zum großen Teil zu diesen Syndikaten. Wenn euch das interessiert, wir haben das schon mal in einem Video dran gebracht. Ich verlinke euch das mit Zeit, also dass ihr euch nur das anschauen könnt. Nochmal unten in der Videobeschreibung. Dann kam jetzt auch der Eisplanet endlich komplett raus. Der ist auf Europa. Das ist halt einfach eine neue Karte. Das hier zum Beispiel ist Venus. Und der Eisplanet ist dann eben komplett Eis, Schnee. Ist eben noch kälter sozusagen. Ist auch recht lustig. Kam, glaube ich, auch im Event Cryotic Front dran. Stille. Ich war gerade ein bisschen konzentriert. Ja klar, kein Problem. Es gibt
Eine neue Mission ist es, glaube ich. Nicht Oricon Sabotage. Ist so ähnlich wie bei Operation Torbrush. Torbruch. Torbruch. Und Wie war das mit dem Breathering? ja, es kamen dann noch 2 neue Waffen dazu. Das eine ist eine Primärwaffe, die Opticore. Das Ding feuert einen Lichtstrahl und ja, die muss halt aufgeladen werden. Dieser Lichtstrahl, der Angriff, ne? Dann gibt es eine neue Nahkampfwaffe. Das ist die Halika. Das ist eine Nahkampfwaffe. Habe ich das schon gesagt? Nee, Keine Ahnung. Ist jedenfalls ein Nahkampf-Boomerang quasi, mit dem du Gegner entwaffnen kannst. Deutsche Schwertsprache. Ja. Gut, dann sag ich noch ein bisschen mehr über die Orokin-Sabotage. Und zwar muss man da ein Portal öffnen. Wenn man da dann durchgeht, wird man einem bzw. 2 Minibossen begegnen. Zu denen dann gleich noch mehr. Und muss dann erstmal so Truhen finden, in denen dann zum Beispiel 25 Oxium oder 4000 Credits und so weiter sind. Ja, ich denke, das ist dann größtenteils dazu. Dann geht man eben raus, sabotiert das Tor und kann dann zur Extraktion. War halt in Operation Torbruch noch. Ja, dann machen wir nochmal weiter. Hätte ich gesagt, machst du noch die Gegner, wo neu rausgekommen sind? Ja, es sind einmal neue Gegner gekommen, wie gesagt, ne? Venkra und Sprag. Das sind Minibosse, die immer zusammen auftreten. Und es sind Greenia Minibosse, um genau zu sein. Die haben halt einen Jetpack dabei. Dann gibt's Lynx. Das ist ein Corpus Miniboss. So Jack Hell ähnlich. Und da ist noch der Dragmaster rausgekommen. Das ist halt ein Typ, der, also vorher war er bekannt oder geplant als Beastmaster. Verdammt. Und er hat halt um sich rum solche Drugs, deswegen Drugmaster. Und er hat die Fähigkeit, Spieler mit seinem Boomerang zu entwaffnen. Was teilweise lustig ist. Man kann da echt viel Spaß mit haben. Ich kann aber leider die Waffen nicht tauschen, das haben wir schon ein paar Mal probiert. Ja. So, dann, ich laufe hier gerade wirklich gegen eine Wand. Die Siegel sind jetzt endlich rausgekommen. Hatten wir ja auch schon mal. Das ist so eine Art Tattoo. Ja, das, was ich auf der Brust habe, dieses, wie heißen sie? Red Whale Siegel. Ist eben ein Siegel. Haben wir auch ausführlich schon mal behandelt. Muss ich mal schauen, was das ist. Verlinke ich euch auch unten. Ja, wenn man halt so in der Gegend rumsteht, hat der Warframe dann eine neue Animation. Also es wurden für die verschiedenen Warframes 40 neue insgesamt eingefügt, sozusagen. Ne? Müsst ihr verstanden? Ja, genau. Dann, sie wurden ja schon mal so gespoilert, beziehungsweise dann hat sich die Community einfach gewünscht. Und zwar die Wackelköpfe oder Bobbleheads für die Lycée, also unser Raumschiff. Sie waren mal, genau, ich glaube, auf der Seite, wo die Lycée gezeigt wurde, war das mit dem Easter Egg, da konnte man eben so einen Captain War Bobblehead erscheinen lassen. Und da das dann so viele wollten, gibt es die jetzt wirklich für die Lycée, kann man für 35 Platin kaufen. Es gibt zum Beispiel Excalibur, Captain War, Nyx, Ember. Es gibt auch Grenier, glaube ich. Es ist eine ganze Liste. Die sehen einfach derbe lustig aus. Und ich denke, ich werde da ein bisschen sparen und werde mir da auch irgendwann einen kaufen. Welchen weiß ich aber nicht. Und es gibt einen neuen Copter-Mode. Also es ist, wenn man halt springt und schlägt, da kann man, wenn man halt schlägt, bewegt man sich quasi in die Richtung fort, in die man halt guckt.
Und dadurch kann man schon in sehr kurzer Zeit hohe Distanzen, weite Distanzen, große Distanzen überwinden. Und ja, es ist halt quasi wie Nahkampfangriff, das heißt verursacht auch Schaden. Und es sind auch ein paar Mods, paar 70 ungefähr neue Mods dazugekommen. Liegt natürlich auch daran, dass es halt die Arkwings gibt, also es sind halt Mods für Arkwings zum Teil und auch speziellere Mods. Alter, habt ihr gerade den Moonwalk im Korpus gesehen? Okay. Entschuldigung. Nochmal zum Kopf dann. Das ist einfach, wenn man springt, beziehungsweise in der Luft ist und dann schlägt, dann katapultiert es einen in eine Richtung, ist eben wie es Kopf dann früher, nur dass man diesmal zielen kann. Früher war Kopf dann ja einfach springen, rutschen und schlagen, beziehungsweise einfach nur rutschen und schlagen. War aber recht nutzlos, wenn man eine langsamere Waffe hat. Jetzt bringt Kopf dann wirklich bei jeder Waffe was, wenn man einfach so springt und schlägt. Man kommt auch ganz gut hoch, kann man sagen. Und es ist eigentlich recht praktisch. Okay, dann wurde das Hacken überarbeitet. Für die Corpus gab es einfach ein neues Overlay. Das heißt, das Ganze sieht jetzt besser aus und hat auch mehr mit dem dynamischen UI, glaube ich, heißt das, zu tun. Es sieht einfach deutlich schöner aus, deutlich moderner. Gefällt mir persönlich sehr gut. Für die Grineer wurde außerdem auch ein neues Hacken, also sozusagen eine neue Konsole eingefügt. Und zwar ist das jetzt ganz anders. Es sind nicht mehr diese Striche, die man verbinden muss, sondern es ist so ein Pfeil, der im Kreis läuft und man muss eben im richtigen Moment Leertaste drücken, um eben auch so Teile zu verbinden. Und das ist eigentlich auch echt gut gemacht, ist aber deutlich schwerer wie das Corpus-Hacken, meiner Meinung nach. Und es gibt jetzt keine Fähigkeiten-Mods mehr. Die sind jetzt, also Fähigkeiten sind jetzt, haben wir auch schon dran halt. Oh. Und die leveln halt mit, wenn man sie halt einsetzt. Und die Mods, also die Fusionskerne, gibt es jetzt halt in G0, U0 und S0, also was heißt nochmal G? Fusionskerne sind was. Gewöhnlich Nuller, Gewöhnlich, das genau. heißt nicht gewöhnlich 3 oder sowas, sondern einfach gewöhnlich 0, die bringen fast nichts. Ungewöhnlich Nuller und selten Nuller. Es ist halt je nachdem, wie hoch die Mod war. Wenn ihr sie auf Max hattet, ist natürlich, also ist das ein S3er bei einer seltenen Mod. Es ist jetzt nicht so gut, was sie dafür gemacht haben, aber es ist besser wie nichts eigentlich. Und es gibt jetzt keine Fähigkeiten-Slots mehr. Die wurden halt ersetzt durch Slots ohne Polaritäten, das heißt, man kann da reinsetzen, was man möchte. Aber es wird halt nicht mehr diese Punktzahl reduziert, halbiert. So, dann wurde Excalibur verändert und verbessert, denke ich auch. Ich schaue, dass ich gerade genug Energie zusammenbringe, um die Fähigkeit mal zu zeigen. Slash Dash ist immer noch ganz normal. Slash Dash ist eigentlich nichts verändert, außer ein paar Animationen. Radial Blind geht jetzt nicht mehr durch Wände. Das heißt, Gegner, die von Wänden verdeckt sind, mal schauen, ob irgendwo einer war, zum Beispiel der hier, werden nicht mehr geblendet. Und ich habe absolut keinen Blassen, wie er gerade seinen Kumpel niedergestreckt hat. Das ist auf jeden Fall eigentlich nicht verändert worden. Dann der Supersprung, kann ich auch kurz mal zeigen. Gegner werden irgendwie gestunt und man selber wird unsichtbar. Ist auch recht praktisch, um aus dem Gefecht rauszukommen. Und die Gegner spawnen jetzt extremst kurz, also knapp vor, die Speere spawnen kurz vor den Gegnern. Jetzt haben wir es. Ich kann es kurz mal zeigen, da und bam. Das heißt, man trifft auch Gegner hinter Wänden und es hat keine maximale Gegnerkapazität. Das heißt, man trifft wirklich alle Gegner, die in Reichweite sind. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz schöner Buff und haben sie eigentlich gut gemacht, meiner Meinung nach. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon vom Update 15. Wir hoffen, euch hat das Video halbwegs gefallen. Kevins Kanal ist natürlich wie immer unten verlinkt, schaut da mal vorbei. Abo und Like freut uns natürlich. Lasst uns einen Kommentar da, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.